Wir befinden uns über dem Jauntal bei den Ruinen der Burg Montsalvon. Zahlreiche Mythen und Legenden ranken sich um sie. Sicher ist, ihre Geschichte ist untrennbar mit den Grafen von Greyerz verbunden. Machen wir einen Sprung zurück ins 12. Jahrhundert. Es war wohl Peter von Montsalvon, welcher die Burg in der Mitte jenen Jahrhunderts erbauen ließ. Dieser wird erstmals 1156 erwähnt. Die Anlage selbst taucht namentlich 1162 in einer Urkunde auf. Ihr Name leitet sich wahrscheinlich von Mons Silvanus her, was so viel wie Berg der Wälder bedeutet. Vermutlich diente sie dazu, die Besitzungen der Grafen von Greyerz vor den Machtgelüsten der konkurrierenden Stadt Freiburg im Üechtland oder auch den Bischöfen von Lausanne zu schützen. Wer den Ort besucht, dem sticht vor allem der stattliche Bergfried mit seinem Grundriss von 12 x 12,8 Meter und einer Mauerdicke von mehr als 3 Meter ins Auge. Vermutlich besaß er ursprünglich ein weiteres Stockwerk und hatte eine Höhe von 20 bis 22 Meter. Der Zugang erfolgte original über einen Hocheingang. Der heutige ebenerdige Eingang wurde wie so oft nachträglich geschaffen. Auch die Überreste eines mutmaßlichen Wohntrakts sind noch vorhanden. An diesen schloss ein Nebengebäude an. Weiter gibt es die Ruinen eines Turmes und Teile der Ringmauer zu sehen. Im Westen gab es eine Burgsiedlung, welche von einer Mauer umschlossen und mit der Hauptburg verbunden war. Von dieser sind jedoch nur noch geringe Mauerspuren im Wald vorhanden. Der Standort der Burg war übrigens schon in der Bronzezeit besiedelt. Dies belegen entsprechende archäologische Funde. Es ist anzunehmen, dass die Familie mit den Grafen von Greyerz verwandt war. Denn als diese im Jahr 1183 mit Wilhelm von Montsalvon ausstarb, erbte Graf Rudolf I. die Wehranlage. Danach wird es einige Jahrzehnte ruhig um die Burg, bis zum Zeitpunkt, als Philipp von Savoyen eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Habsburgern hatte. Da er Lehnsherr der Grafen von Greyerz war, gab ihm Peter II. Am 2. Juni 1274 die Erlaubnis, bei Montsalvon bis zum Ufer des Jaunbachs Verteidigungsanlagen zu errichten. Wenige Jahre danach eroberte die Stadt Freiburg mit Unterstützung der Herren von Corbière die Wehranlage. 1281 gab die Stadt Burg und Herrschaft Richard von Corbière zu lehen. Doch er verlor Montsalvon bereits nach kurzer Zeit wieder. Im Jahr 1283 gelangte sie durch den Frieden von Bayern wieder an die Grafen von Greyerz. Peter II. Gab Burg und dazugehörige Besitztümer seinem Enkel Rudolf, welcher fortan
dort residierte. Die befestigte Burgsiedlung auf der Westseite der Wehranlage erhielt im 14. Jahrhundert stadtähnliche Rechte. Durch die Siedlung führte der wichtige Weg von Bulle nach Charmey und zum Jaunpass. Deshalb verfügte sie über 2 Tore. In den folgenden Jahrzehnten verlor Montsalvan für die Grafen an Bedeutung. Dies hatte zur Folge, dass die kleine Ortschaft, welche bei der Burg entstanden war, bis 1433 völlig verlassen wurde. Da nicht mehr unterhalten, begann Montsalvan langsam aber sicher zu verfallen. Durch den Bankrott von Graf Michael von Greyerz kam die Anlage 1555 erneut in den Besitz der Stadt Freiburg. Diese unternahm allerdings nur das Nötigste in Sachen Unterhalt. Immerhin bekam der Wohnturm ein neues Dach und wurde vermutlich wieder bewohnt. Durch wen bleibt unklar. 1671 war der ehemalige Herrschaftssitz laut den Schriften nur noch eine Ruine, wobei der Bergfried immerhin noch durch ein Flachdach vor dem endgültigen Verfall gesichert wurde. Wann Montsalvan ganz aufgegeben wurde, ist bis heute nicht geklärt. Vermutlich diente die Burg, wie andere verlassene Wehranlagen, zeitweise als Steinbruch. Im Jahr 1864 erwarb die Gemeinde Brock die zur Ruine gewordene Burg und veranlasste erste Erhaltungsmaßnahmen. In den 1940er Jahren wurden die Ruinen durch den Heimatschutz und den Schweizerischen Burgenverein erneut gesichert und saniert. (1976) vermutete jemand in Montsalvan die legendäre Gralsburg Montsalvaesch. Diese gilt als Aufbewahrungsort des sagenumwobenen Heiligen Grals. Doch die Suche war offenbar nicht von Erfolg gekrönt. Wobei die Gralsburg in Wolfram von Eschenbachs Versroman Parzival, welcher zwischen 1200 und 1210 entstand, als die prachtvollste und größte Burg beschrieben wird. Und diese Eigenschaften treffen auf Montsalvan nun beim besten Willen nicht zu. Der Legende nach lebte anfangs des 16. Jahrhunderts Luce von Albergeux, die Geliebte des Grafen Jean, auf Montsalvan. Sie soll von außergewöhnlicher Schönheit gewesen sein. Ob sie wirklich dort wohnhaft war, ist jedoch nicht bewiesen. Nicht weit von Montsalvan entfernt, direkt am Jaunbach, soll eine zweite Burganlage existiert haben. 1314 wird sie als untere Burg in den Schriften erwähnt. Bestanden hat sie wohl nur aus einem Turm, umringt von einer Mauer. 1897 sollen noch Ruinen zu sehen gewesen sein. Heute ist sie verschwunden. Einen Link zum Standort dieser Burg auf Google Maps findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne einen Like dalassen und einen Kommentar schreiben. Und dann müssen wir auch schon weiter. Es gibt noch viele Burgen zu erkunden und wir sehen uns beim nächsten Mal.